Alexandria. Ein Tor zu Wissen, Geschichten und Fantasie. Eine digitale Bibliothek ohne Grenzen, immer offen, immer wachsend. Abonniere, like und sei Teil dieser Entdeckungsreise. Kapitel 1 – Eine Winternacht. Die Stadt Genf liegt am westlichen Ende des gleichnamigen Sees. Die Rhône, die die Stadt am Ausfluss des Sees durchfließt, teilt sie in 2 Abschnitte und wird ihrerseits im Stadtzentrum von einer mitten im Fluss gelegenen Insel geteilt. Ein solches topografisches Merkmal findet sich häufig in großen Zentren des Handels und der Industrie. Zweifellos waren die ersten Bewohner von den bequemen Transportmöglichkeiten angezogen, die der rasche Flussverlauf bot, jenen Straßen, die gleichsam von selbst dahinwandern, wie Pascal es ausdrückt. Im Fall der Rhône wäre es die Straße, die einherlief, bevor auf dieser Insel, die mitten im Strom wie eine holländische Galeere eingeschlossen war, neue und regelmäßig angelegte Gebäude errichtet wurden, bot die verworrene Ansammlung übereinander getürmter Häuser einen reizvoll verwirrenden Anblick. Die geringe Fläche der Insel hatte es notwendig gemacht, manche Bauten geradezu auf den Pfählen zu platzieren, die im wilden Strom des Flusses steckten. Die gewaltigen Balken, die vom Wasser abgenutzt und von der Zeit geschwärzt waren, wirkten wie die Klauen eines riesigen Krebses und boten einen fantastischen Anblick. Die kleinen gelblichen Wasserstrahlen, die wie Spinnweben inmitten dieses alten Fundaments ausgespannt waren, zitterten in der Dunkelheit, als wären sie Blätter eines alten Eichenwalds, während der Fluss, der in diesem Pfahlwald verschlungen wurde, tosend und traurig schäumte. Eines der Häuser auf der Insel fiel durch seinen merkwürdig gealterten Anblick besonders auf. Es war das Zuhause des alten Uhrmachers, Meister Zacharius, dessen Haushalt aus seiner Tochter Guérande, dem Lehrjungen Aubertun und der alten Dienerin Scholastique bestand. Es gab in ganz Genf keinen Menschen, der dem Zacharius an Interesse gleichkam. Sein Alter war nicht zu bestimmen. Keiner der ältesten Einwohner konnte sagen, wie lange schon sein schmaler, spitzer Kopf über seinen Schultern wippte oder wann er zum ersten Mal durch die Straßen geschritten war, mit seinem weißen Haar, das im Wind flatterte. Dieser Mensch lebte nicht, er pendelte wie das Uhrpendel seiner Zeitmesser. Seine hagere, ausgezehrte Gestalt war stets dunkel gekleidet. Wie auf den Bildern von Leonardo da Vinci war er ganz in Schwarz gezeichnet. Guérande hatte das angenehmste Zimmer des gesamten Hauses. Durch ein schmales Fenster bot sich ihr ein anregender Blick auf die schneebedeckten Gipfel des Jura. Doch das Schlafzimmer und die Werkstatt des Alten lagen fast höhlenartig nahe am Wasser, und der Boden ruhte auf den Pfählen. Seit unvordenklichen Zeiten kam Meister Zacharius nur zu den Mahlzeiten heraus und dann, wenn er die Uhren der Stadt stellte. Den Rest seiner Zeit verbrachte er an seiner Werkbank, die mit allerlei Uhrwerkzeug bedeckt war, von denen das meiste auf seine eigene Erfindung zurückging. Denn er war ein geschickter Mann. Seine Arbeiten waren in ganz Frankreich und Deutschland geschätzt. Die besten Uhrmacher Genfs erkannten willig seine Überlegenheit an und rühmten ihn als Zierde der Stadt, indem sie sagten, ihm gebührt der Ruhm, die Hemmung erfunden zu haben. Tatsächlich datierte die Geburt der wahren Uhrmacherkunst von jener Erfindung, die Zacharius' Talent wenige Jahre zuvor gemacht hatte. Nachdem er lange und emsig gearbeitet hatte, legte Zacharius seine Werkzeuge langsam beiseite, bedeckte die filigranen Stücke, die er justiert hatte, mit Glasabdeckungen und hielt das schnelle Drehrad seiner Drehbank an. Dann hob er eine in den Fußboden seiner Werkstatt eingelassene Falltür hoch und beugte sich stundenlang hinab, um die schweren Dämpfe der Rhône einzuatmen, die unter ihm dahinrauschte. Eines Winterabends richtete die alte Dienerin Scholastique das Abendessen, das sie und der junge Mechaniker nach alter Sitte mit ihrem Herrn teilten. Meister Zacharius aß nichts, obwohl ihm die sorgsam zubereitete Speise in einer hübschen blau-weißen Schüssel angeboten wurde. Er antwortete kaum auf die freundlichen Worte Guérandes, die sichtlich auf die Schweigsamkeit ihres Vaters achtete, und selbst das Klappern,
das Scholastique verursachte, drang nicht mehr an sein Ohr als das Brausen des Flusses, das er ebenso wenig beachtete. Nach dem schweigsamen Mal erhob sich der alte Uhrmacher vom Tisch, ohne seine Tochter zu umarmen oder wie sonst allen eine gute Nacht zu wünschen. Er ging durch die schmale Tür davon, die in sein Verlies führte, und die Treppe ächzte unter seinen schweren Schritten. Guérande, Aubert und Scholastique blieben einige Minuten stumm sitzen. An jenem Abend war das Wetter trübe. Die Wolken lagen tief über den Alpen und kündigten Regen an. Das strenge Klima der Schweiz machte einem das Herz schwer, während der Südwind ums Haus pfiff und unheilvoll heulte. »Meine liebe Jungfer«, sagte Scholastique endlich, »fällt Ihnen nicht auf, dass unser Herr schon seit einigen Tagen verstimmt ist? Heiliger Himmel, ich sehe schon, er hat keinen Appetit, denn ihm bleiben die Worte im Halse stecken, und da müsste ein sehr raffinierter Teufel kommen, um ihm auch nur eins davon zu entreißen. Mein Vater hat irgendeinen geheimen Kummer, den ich nicht erraten kann«, entgegnete Guérande, während sich ein sorgenvoller Schatten auf ihrem Gesicht ausbreitete. »Fräulein, lassen Sie diese Betrübnis nicht Ihr Herz bedrücken. Sie kennen doch die seltsamen Gewohnheiten von Meister Zacharius. Wer könnte aus seinem Gesichtsausdruck die geheimen Gedanken lesen? Wahrscheinlich ist er von einer Müdigkeit überkommen, die er morgen vergessen haben wird, und es tut ihm gewiss leid, seine Tochter bekümmert zu haben.« So sprach Aubert, während er in Guérandes sanfte Augen blickte. Aubert war der erste Lehrling, den Meister Zacharius je in seine Arbeit eingeweiht hatte, denn er schätzte dessen Intelligenz, Zurückhaltung und Güte. Und der junge Mann hatte sich Guérande mit der tiefen Hingabe angeschlossen, die edlen Naturen eigen ist. Guérande war 18 Jahre alt. Ihr ovales Gesicht erinnerte an jene unschuldigen Madonnen, die an den Straßenecken der alten bretonischen Städte noch immer ehrfürchtig gezeigt werden. Ihre Augen verrieten unendliche Sanftheit. Man hätte sie lieben müssen wie die süßeste Verkörperung eines Dichtertraums. Ihr schlichtes Gewand trug gedämpfte Farben, und das weiße Linnen, das sie über den Schultern trug, hatte den Schimmer und den Duft, den man von Kirchenschleiern kennt. Sie führte in Genf ein fast mystisches Leben, das noch nicht der Dürre des Calvinismus verfallen war. Während sie morgens und abends aus ihrem mit Eisenklammern beschlagenen Messbuch lateinische Gebete las, hatte Guérande auch das verborgene Gefühl in Aubertuns Herzen erfasst und verstand, welch tiefe Zuneigung dieser junge Arbeiter zu ihr empfand. Tatsächlich bestand für ihn die ganze Welt nur aus dem Haus des alten Uhrmachers, und der verbrachte alle seine Stunden in der Nähe des Mädchens, wenn er nach getaner Arbeit die Werkstatt ihres Vaters verließ. Die alte Scholastique bemerkte all dies, doch sie schwieg. Ihr Mitteilungsdrang entlud sich lieber über die Missstände der Zeit und die kleinen Sorgen des Haushalts. Niemand hinderte ihr ständiges Reden. Es verhielt sich mit ihr wie mit jenen Musikdöschen, die man in Genf herstellt. Einmal aufgezogen, muss man sie zerbrechen, ehe sie aufhören, all ihre Melodien herunterzuspielen. Als Scholastique sah, wie Guérande in nachdenklichem Schweigen versunken war, verließ sie ihren alten Holzstuhl, befestigte ein Licht an einem Kerzenhalter, zündete es an und stellte es vor eine kleine Wachsfigur der heiligen Jungfrau, die in einer Steinnische stand. Es war in der Familie Brauch, vor dieser beschützenden Madonna des Hausheims niederzuknien und sie um ihre gütige Obhut für die Nacht zu bitten. Doch an diesem Abend blieb Guérande stumm sitzen. »Nun, liebste Demoiselle«, sagte die verblüffte Scholastique, »das Abendessen ist vorüber und es wird Zeit, schlafen zu gehen. Warum strengen Sie Ihre Augen so spät noch an? Ach, heilige Jungfrau, es ist viel besser, sich auszuruhen und im Traum ein wenig Trost zu finden. In diesen verfluchten Zeiten, in denen wir leben, kann doch niemand mit einem glücklichen Tag rechnen.« »Sollten wir nicht einen Arzt für meinen Vater holen lassen?« fragte Guérande. »Einen Arzt?« rief die Alte. »Hat denn Meister Zacharius jemals auf diese weltklugen Schwätzer und ihre hochtrabenden Worte gehört? Er könnte eher Medikamente für seine Uhren akzeptieren, aber nicht für seinen Körper.«
»Was sollen wir bloß tun?« murmelte Guerande. »Ist er wieder an seine Arbeit gegangen oder ruht er sich aus?« »Guerande«, antwortete Aubert leise. »Ihren Vater plagen seelische Sorgen, nichts weiter.« »Wissen Sie, was Sie sind, Aubert?« »Vielleicht, Guerande?« »Sagen Sie es uns dann«, rief Scholastique eifrig und löschte zugleich sparsam ihr Licht. »Seit einigen Tagen, Guerande«, sagte der junge Lehrling, »geschehen äußerst rätselhafte Dinge. Alle Uhren, die Ihr Vater in den letzten Jahren angefertigt und verkauft hat, sind plötzlich stehen geblieben. Viele davon sind zurückgebracht worden. Er hat sie sorgfältig auseinandergebaut, die Federn waren in gutem Zustand und die Zahnräder korrekt eingesetzt. Er hat sie noch sorgfältiger wieder zusammengesetzt, doch ungeachtet seines Könnens wollen sie einfach nicht mehr laufen.« »Der Teufel steckt dahinter«, rief Scholastique. »Warum sagen Sie das?« fragte Guerande. »Mir erscheint das ganz natürlich. Nichts auf Erden währt ewig. Das Unendliche lässt sich nicht von Menschenhand erschaffen.« »Dennoch ist es wahr«, entgegnete Aubert, »dass etwas sehr Geheimnisvolles und Außergewöhnliches daran ist. Ich selbst habe Meister Zacharius bei der Fehlersuche geholfen, aber ich konnte nichts finden, und mehr als einmal sind mir im Frust die Werkzeuge aus den Händen gefallen.« »Aber weshalb müht man sich an so vergeblicher Arbeit?« fuhr Scholastique fort. »Ist es nicht von der Natur vorgesehen, dass so ein kleines Kupferding nicht von selbst läuft und die Stunden anzeigt? Man hätte es lieber bei der Sonnenuhr belassen sollen.« »Sie würden nicht so reden, Scholastique«, sagte Aubert, »wenn Sie wüssten, dass die Sonnenuhr von Kain erfunden wurde.« »Guter Gott, was erzählen Sie da?« »Glauben Sie«, fragte Guerande schlicht, »dass wir zu Gott beten könnten, er möge den Uhren meines Vaters Leben geben?« »Zweifellos«, entgegnete Aubert. »Gut, es werden vergebliche Gebete sein«, murmelte die Alte, »doch der Himmel wird sie ihres guten Willens wegen verzeihen.« Das Licht wurde wieder angezündet. Scholastique, Guerande und Aubert knieten gemeinsam auf den Fliesen des Zimmers nieder. Das junge Mädchen betete für die Seele ihrer Mutter, für den Segen der Nacht, für Reisende und Gefangene, für Gute und Böse und besonders inbrünstig für das unbekannte Leiden ihres Vaters. Dann erhoben sich die 3 frommen Seelen, das Herz etwas beruhigt, weil sie ihr Leid in Gottes Hand gelegt hatten. Aubert begab sich in sein eigenes Zimmer. Guerande setzte sich nachdenklich ans Fenster, während die letzten Lichter in den Straßen der Stadt erloschen. Und Scholastique, die ein wenig Wasser auf die glühenden Kohlen geschüttet und die beiden schweren Riegel an der Tür vorgeschoben hatte, legte sich hin und schlief bald ein, von Träumen des Schreckens geplagt. Unterdessen nahmen die Schrecken jener Winternacht noch zu. Mitunter fuhr der Wind, der die Strudel des Flusses aufpeitschte, mitten in die Pfähle unter dem Haus und brachte das ganze Gebäude zum Zittern. Doch das junge Mädchen, gänzlich in ihre Traurigkeit versunken, dachte nur an ihren Vater. Nach Auberts Schilderung hatte die Krankheit von Meister Zacharius in ihrer Vorstellung unheimliche Dimensionen angenommen. Es schien ihr, als hinge sein so teures Leben, das ganz mechanisch geworden war, nur noch mühsam an abgenutzten Gelenken. Plötzlich schlug die Sturmluke gegen das Fenster des Zimmers, angetrieben vom tobenden Wind. Guerande fuhr erschrocken auf und verstand nicht gleich, was diesen Lärm verursachte, der sie aus ihren Grübeleien riss. Als sie sich etwas beruhigt hatte, öffnete sie den Fensterflügel. Der Himmel hatte seine Schleusen geöffnet und der strömende Regen prasselte auf die umliegenden Dächer. Das junge Mädchen beugte sich hinaus, um die klappernde Luke zu schließen, aber sie wagte es nicht. Es kam ihr vor, als würden Regen und Fluss in ihrem wütenden Zusammenströmen das dürftige Haus überfluten, dessen Bretter in allen Fugen ächzten. Sie wäre aus ihrem Zimmer geflüchtet, doch sie sah unter sich ein schwankendes Licht, das offenbar aus Meister Zacharius Versteck kam. Und in einer jener Augenblicke, wenn die Elemente plötzlich verharren, vernahm sie klagende Laute. Sie versuchte, das Fenster zu schließen, doch der Wind hielt sie gewaltsam davon ab, wie ein Eindringling, der ins Haus wollte. Guerande meinte, vor Entsetzen den Verstand zu verlieren.
Was trieb ihr Vater da? Sie drückte die Tür auf, die ihr aus der Hand fuhr und laut krachend ins Schloss fiel, angetrieben vom Sturm. So gelangte Guerande in das dunkle Esszimmer, von wo aus sie sich auf Zehenspitzen zur Treppe tastete, die zur Werkstatt ihres Vaters führte. Blass und zitternd schlich sie hinab. Der alte Uhrmacher stand mitten im Raum, während über ihnen der Fluss tosend rauschte. Sein abstehendes Haar verlieh ihm ein unheimliches Aussehen. Er redete und fuchtelte in die Luft, ohne etwas zu sehen oder zu hören. Guerande blieb wie angewurzelt an der Schwelle stehen. »Es ist der Tod«, sagte Meister Zacharius mit hohler Stimme. »Es ist der Tod. Warum sollte ich noch leben, da ich mein Leben in alle Welt zerstreut habe? Denn ich, Meister Zacharius, bin wahrhaftig der Schöpfer all der Uhren, die ich gefertigt habe. Es ist ein Teil meiner eigenen Seele, den ich in jedes Gehäuse aus Eisen, Silber oder Gold eingeschlossen habe. Jedes Mal, wenn eine dieser verdammten Uhren stehen bleibt, spüre ich, wie mein Herz zu schlagen aufhört, denn ich habe ihr den Takt meiner eigenen Pulse gegeben.« Während dieser unheimlichen Rede blickte der Alte auf seine Werkbank. Dort lagen die Einzelteile einer Uhr, die er gerade sorgfältig auseinandergebaut hatte. Er nahm einen Hohlzylinder, das sogenannte Federhaus, in dem die Feder sitzt, und holte die Stahlspirale heraus, doch anstatt sich entsprechend ihrem Spannungsdrang zu lösen, blieb sie zusammengerollt wie eine schlafende Viper. Sie wirkte verknotet wie altersschwache Greise, deren Blut lange erstarrt ist. Vergeblich bemühte sich Meister Zacharius mit seinen dünnen Fingern, deren Schattenrisse sich riesenhaft an der Wand abzeichneten, sie zu entwirren. Es gelang ihm nicht. Mit einem grauenerregenden Aufschrei aus Qual und Wut warf er sie schließlich durch die Falltür in den tosenden Fluss. Guerande stand an den Boden gefesselt, atemlos und reglos. Sie wollte zu ihrem Vater eilen, doch sie konnte nicht. Schwindel erfasste sie. Plötzlich hörte sie in der Dunkelheit eine Stimme, die ihr ins Ohr flüsterte. »Guerande, liebe Guerande, noch wach vor Kummer. Kehr um, ich bitte dich, die Nacht ist kalt.« »Aubert«, wisperte das junge Mädchen. »Ihr? Sollte ich mich nicht von dem betrüben lassen, was euch bedrückt?« Sanft wie ein warmer Hauch kehrte das Blut in Guerandes Herz zurück. Sie lehnte sich an Auberts Arm und sagte, »Mein Vater ist sehr krank, Aubert. Nur ihr könnt ihn heilen, denn dieser Geisteszustand lässt sich nicht von seiner Tochter lindern. Sein Verstand wird von einem Wahn gequält, und wenn ihr mit ihm zusammenarbeitet, um die Uhren zu reparieren, könnt ihr ihn vielleicht zur Besinnung bringen. Aubert«, fuhr sie fort, »sagt, es ist doch nicht wahr, dass sein Leben mit dem seiner Uhren verknüpft ist, oder?« Aubert schwieg. »Aber ist die Arbeit meines Vaters denn von Gott verurteilt?« fragte Guerande zitternd. »Ich weiß es nicht«, entgegnete der Lehrling und wärmte ihre kalten Hände mit den eigenen. »Doch geht zurück in euer Zimmer, meine arme Guerande, und gewinnt im Schlaf neue Zuversicht.« Guerande kehrte langsam in ihr Zimmer zurück und blieb dort bis zum Morgengrauen, ohne dass der Schlaf ihre Lider schloss. Unterdessen starrte Meister Zacharius, stumm und regungslos, in die Fluten zu seinen Füßen, während der Fluss ungestüm an den Pfählen riss. Hallo, wenn euch unser Hörbuch gefallen hat, vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren. Ich brauche eure Unterstützung, um euch weitere Hörbücher zu bringen. Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung. Kapitel 2 – Der Stolz der Wissenschaft. Die Strenge des Genfer Kaufmanns in Handelsangelegenheiten ist sprichwörtlich geworden. Er ist äußerst ehrenhaft und über die Maßen gerecht. Welche Schande musste da Meister Zacharius empfinden, als er all jene Uhren, die er so sorgfältig gefertigt hatte, von überall her zurückströmen sah. Es stand fest, dass diese Uhren plötzlich stehen geblieben waren, ohne jeden erkennbaren Grund. Die Zahnräder waren in gutem Zustand und fest verankert, doch die Federn hatten sämtliche Spannkraft verloren. Vergeblich versuchte der Uhrmacher,
sie auszuwechseln. Die Räder blieben reglos. Diese unerklärlichen Störungen brachten dem Alten heftigen Misskredit ein. Schon oft hatte man seine edlen Erfindungen für Zauberei gehalten, was nun bestätigt schien. Diese Gerüchte erreichten Grande, und sie zitterte oft um ihren Vater, wenn sie die boshaften Blicke spürte, die sich auf ihn richteten. Doch am Morgen, nach jener bangen Nacht, schien Meister Zacharius seine Arbeit mit neuem Zutrauen wieder aufzunehmen. Die Morgensonne erfüllte ihn mit ein wenig Mut. Aubert eilte in die Werkstatt zu ihm und wurde mit einem wohlwollenden »Guten Tag« empfangen. »Mir geht es besser«, sagte der Alte. »Ich weiß nicht, was für seltsame Kopfschmerzen mich gestern befallen haben, aber die Sonne hat sie mit den nächtlichen Wolken vertrieben.« »Bei meinem Glauben, Meister«, erwiderte Aubert, »ich mag die Nacht weder für Sie noch für mich.« »Und du hast recht, Aubert. Wenn du einmal ein großer Mann wirst, wirst du begreifen, dass der Tag für dich ebenso notwendig ist wie Nahrung. Ein großer Gelehrter sollte stets bereit sein, den Beifall der Mitmenschen zu empfangen.« »Meister, mir scheint, die Wissenschaftshochmut hat von Ihnen Besitz ergriffen.« »Hochmut, Aubert! Zerstöre meine Vergangenheit, vernichte meine Gegenwart, löse meine Zukunft in nichts auf, erst dann wäre es mir erlaubt, mich in Dunkelheit zu verbergen. Armer Junge, du verstehst nicht die erhabenen Dinge, denen meine Kunst sich ganz widmet. Bist du nicht bloß ein Werkzeug in meinen Händen?« »Dennoch, Meister Zacharius«, fuhr Aubert fort, »habe ich mir mehr als einmal Ihr Lob verdient, wenn ich die feinsten Teile Ihrer Uhren und Pendeluhren zusammengesetzt habe.« »Zweifellos, Aubert, du bist ein guter Arbeiter, wie ich ihn liebe. Aber wenn du arbeitest, meinst du in deinen Händen nur Kupfer, Silber oder Gold zu halten. Du spürst nicht, wie diese Metalle durch meinen Geist beseelt werden und wie lebendes Fleisch pulsieren. So wirst du nicht sterben, wenn ihre Lebensuhr abläuft.« Meister Zacharius verstummte nach diesen Worten, doch Aubert versuchte, das Gespräch aufrechtzuerhalten. »Gewiss, Meister«, sagte er, »ich freue mich, Sie so unablässig arbeiten zu sehen. Sie werden doch zur Feierlichkeit unserer Zunft fertig sein, denn ich sehe, dass die Arbeit an dieser Kristalluhr mit Eifer voranschreitet.« »Zweifelsohne, Aubert«, rief der alte Uhrmacher, »und es wird nicht wenig Ehre für mich bedeuten, den Kristall so geschliffen und geformt zu haben, dass er die Härte eines Diamanten aufweist. Ach, Louis Berchem hat Großes geleistet, als er die Kunst des Diamantschleifens vervollkommnete. So wurde es mir möglich, selbst die härtesten Steine zu polieren und zu durchbohren.« Meister Zacharius hielt mehrere kleine Uhrenteile aus geschliffenem Kristall in der Hand, feinste Arbeiten. Zahnräder, Zapfen und Gehäuse der Uhr bestanden aus demselben Material, und er hatte in dieser schwierigen Aufgabe eine bemerkenswerte Geschicklichkeit bewiesen. »Wäre es nicht herrlich«, sagte er, und seine Wangen färbten sich leicht, »diese Uhr unter ihrem durchsichtigen Gehäuse schlagen zu sehen und die Herzschläge mitzuzählen?« »Ich wette, Herr«, entgegnete der junge Lehrling, »dass sie nicht einmal eine Sekunde in einem ganzen Jahr abweichen wird.« »Und du würdest auf eine Gewissheit wetten. Habe ich ihr nicht alles, was in mir das Reinste ist, eingehaucht? Und schlägt mein Herz je falsch? Mein Herz, sage ich.« Aubert wagte nicht, den Blick zum Gesicht des Meisters zu erheben. »Sag mir offen«, sagte der Alte traurig, »hast du mich nie für einen Narren gehalten? Denkst du nicht manchmal, ich sei gefährlich verrückt? Ja, ist es nicht so? In den Augen meiner Tochter und in deinen habe ich oft mein Urteil lesen können. Ach«, rief er schmerzlich, »verkannt zu sein von denen, die man am meisten liebt auf Erden. Doch ich werde es dir unwiderleglich beweisen, Aubert, dass ich recht habe. Schüttle nicht den Kopf, du wirst staunen. An dem Tag, da du es verstehst, mir zuzuhören und mich zu begreifen, wirst du erkennen, dass ich die Geheimnisse des Daseins enthüllt habe, das Rätsel der wundersamen Vereinigung von Seele und Körper.« Während er so sprach, erschien Meister Zacharius in seiner Eitelkeit wahrhaft erhaben. Seine Augen glühten in übernatürlichem Feuer, und sein Stolz erhellte seine Züge. Und wahrlich,
wenn Eitelkeit je verzeihlich war, dann in seinem Fall. In der Tat war die Uhrmacherkunst bis zu seiner Zeit beinahe in der Kindheit stecken geblieben. Seit jener Tag, als Plato 4 Jahrhunderte vor dem christlichen Zeitalter die Nachtuhr erfand, eine Art Wasseruhr, die die Stunden der Nacht durch Ton- und Flötenspiel angab, hatte sich das Fach kaum weiterentwickelt. Die Meister achteten mehr auf die Künste als auf die Mechanik, und es war die Epoche herrlicher Uhren aus Eisen, Kupfer, Holz und Silber, kunstvoll graviert wie eines von Cellinis Gefäßen. Man schuf ein Meisterwerk der Ziselierkunst, das die Zeit zwar ungenau, aber dennoch misst. Ein Meisterwerk. Wurde die Fantasie des Künstlers einmal nicht auf die Vollendung der Formen gerichtet, so erschuf sie Uhren mit beweglichen Figuren und melodischen Klängen, die durch ihr Äußeres alle Aufmerksamkeit auf sich zogen. Außerdem kümmerte man sich damals kaum darum, den Zeitablauf genau zu regeln. Verzögerungen in Rechtsangelegenheiten etwa waren noch nicht erfunden, die Natur- und Himmelswissenschaften hatten ihre Berechnungen noch nicht auf genaueste Maßeinheiten gegründet, es gab keine Einrichtungen, die zu einer festgelegten Stunde schlossen, und keine Fuhrwerke, die pünktlich auf die Minute abfuhren. Am Abend läutete die Sperrglocke, und nachts wurden die Stunden in der allgemeinen Stille ausgerufen. Gewiss lebten die Menschen nicht so lange, wenn man das Leben nach getanen Geschäften bemisst, doch sie lebten besser. Der Geist wurde bereichert durch edle Regungen, die aus dem Anblick von Kunstwerken erwuchsen. Man baute eine Kirche in 2 Jahrhunderten, ein Maler schuf nur wenige Bilder in seinem Leben, ein Dichter verfasste ein einziges großes Werk, aber es waren Meisterstücke, die den Nachkommen erhalten blieben. Als schließlich die exakten Wissenschaften langsam Fortschritte machten, folgten ihnen Uhren- und Uhrwerkbau, stießen aber stets auf ein unüberwindliches Hindernis, die gleichmäßige, anhaltende Messung der Zeit. Inmitten dieses Stillstands erfand Meister Zacharius die Hemmung, die es ihm ermöglichte, eine mathematische Genauigkeit zu erzielen, indem sie die Pendelbewegung einer fortwährenden Kraft unterwarf. Diese Erfindung hatte dem alten Mann den Kopf verdreht. Sein Hochmut, der ihm im Herzen emporstieg, wie das Quecksilber in der Röhre, erreichte den Gipfel seiner überspannten Fantasie. Durch Folgerungen, die er nach außen hin überzog, war er zum Materialismus hingerissen worden, und während er seine Uhren schuf, glaubte er, das Geheimnis der Vereinigung von Seele und Körper entdeckt zu haben. So sprach er an diesem Tag, als er merkte, dass Aubert ihm aufmerksam zuhörte, mit ruhiger Überzeugung: »Weißt du, was das Leben ist, mein Junge? Hast du jemals das Werk jener Federn, aus denen unser Dasein entspringt, begriffen? Hast du dich jemals selbst betrachtet? Nein. Und doch hättest du mit dem Blick der Wissenschaft die enge Verbindung zwischen Gottes Schöpfung und meinem Werk wahrnehmen können, denn ich habe die Konstruktion meiner Räder nach dem Vorbild seines Geschöpfs geschaffen.« »Meister«, erwiderte Aubert eifrig, »wollen Sie einen Apparat aus Kupfer oder Stahl mit jenem Odem Gottes vergleichen, der Seele genannt wird und unsere Leiber belebt wie der Wind die Blumen? Welche Mechanik könnte so geraten sein, uns mit Gedanken zu erfüllen?« »Darum geht es nicht«, entgegnete Meister Zacharius gelassen, aber mit dem sturen Eifer eines Blinden, der einem Abgrund entgegengeht. »Um mich zu begreifen, musst du dich auf die Aufgabe besinnen, die meine Hemmung erfüllt. Als ich sah, wie unregelmäßig Uhren laufen, erkannte ich, dass die in ihnen eingeschlossene Bewegung nicht ausreicht und dass sie einer beständigen äußeren Kraft bedürfen. Da kam mir die Idee, dass das Schwungrad dies leisten könnte, und mir gelang es, die Bewegung zu regulieren. War es nicht ein erhabener Gedanke, ihm die verlorene Kraft durch die Uhr selbst wiederzugeben, die es doch zu ordnen hatte?« Aubert nickte stumm. »Nun, Aubert«, fuhr der Alte mit wachsender Erregung fort, »richte deinen Blick auf dich selbst. Begreifst du nicht, dass in uns 2 unterschiedliche Kräfte sind, die der Seele und die des Körpers, das heißt eine Antriebskraft und ein Regler? Die Seele ist das Prinzip des Lebens, sie ist also die Bewegung. Ob sie von einem Gewicht, einer Feder oder einem immateriellen Einfluss herrührt, ändert nichts. Sie ist im Herzen.
aber ohne den Körper wäre jene Bewegung ungleich, ungeordnet, unmöglich. So ordnet der Körper die Seele und gleicht einem Steigrad, das regelmäßige Schwingungen ausführt. Und das ist so wahr, dass man erkrankt, wenn Trinkgewohnheiten, Nahrung, Schlaf, kurz die Körperfunktionen nicht richtig geregelt sind, ebenso wie in meinen Uhren die Seele dem Körper die Kraft zurückgibt, die ihre Schwingungen verbraucht haben. Was also begründet diese innige Verbindung zwischen Seele und Körper, wenn nicht eine wunderbare Hemmung, durch die die Räder des einen in die Räder des anderen greifen? Genau das habe ich entdeckt und angewandt. Und es gibt für mich keine Geheimnisse mehr in diesem Leben, das doch im Grunde nichts ist als ein genialer Mechanismus. Meister Zacharius erschien in dieser Selbsttäuschung, die ihn bis an die rätselhaften Grenzen des Unendlichen führte, in wahrhaft erhabener Größe. Doch seine Tochter Gerande, die in der Tür stand, hatte alles gehört. Sie stürzte in die Arme ihres Vaters, der sie krampfhaft an sich zog. »Was ist dir, meine Tochter?« fragte er. »Wenn ich hier«, sagte sie und legte ihre Hand auf ihr Herz, »nur eine Feder hätte, würde ich sie wohl nicht so lieben, Vater.« Meister Zacharius richtete seinen Blick forschend auf Gerande und schwieg. Plötzlich stieß er einen Ruf aus, fasste sich jäh ans Herz und sackte bewusstlos in seinen alten Ledersessel. »Vater, was ist mit Ihnen?« »Hilfe«, rief Aubert, »Scholastique!« Doch Scholastique kam nicht sofort. Jemand klopfte an die Haustür. Sie war gegangen, um zu öffnen. Und als sie in die Werkstatt zurückkehrte, noch ehe sie den Mund auftun konnte, redete der alte Uhrmacher, der wieder zu sich gekommen war: »Ich weiß schon, alte Scholastique, Sie bringen mir wieder eines jener verdammten Uhrenwerke, die stehen geblieben sind.« »Beim Herrn, das ist wahr«, entgegnete Scholastique und reichte Aubert eine Uhr. »Mein Herz hat sich nicht getäuscht«, sagte der Alte mit einem Seufzer. Währenddessen zog Aubert die Uhr sorgfältig auf, doch sie wollte nicht wieder laufen. Kapitel 3 – Ein seltsamer Besuch. Die unglückliche Gerande hätte zusammen mit ihrem Vater ihr Leben verloren, wäre dann nicht der Gedanke an Aubert gewesen, der sie noch an diese Welt fesselte. Der alte Uhrmacher schwand nach und nach dahin. Seine Fähigkeiten wurden offenbar immer schwächer, je mehr er sich auf einen einzigen Gedanken fixierte. Durch eine traurige Verknüpfung seiner Vorstellungen bezog er alles auf seine Monomanie, und sein menschliches Wesen schien aus ihm gewichen, um einer übernatürlichen Existenz mittlerer Mächte Platz zu machen. Außerdem belebten übelwollende Rivalen wieder die unheilvollen Gerüchte, die sich um seine Arbeiten gerankt hatten. Die Nachricht von den rätselhaften Störungen, die seine Uhren zeigten, übte einen ungeheuren Eindruck auf die Meisteruhrmacher Genfs aus. Was bedeutete diese plötzliche Lähmung ihrer Räder und warum schienen diese sonderbaren Beziehungen zwischen ihrem Versagen und dem Leben des alten Mannes zu bestehen? Solche Rätsel betrachtet man nie ohne geheimes Grauen. In allen Schichten der Stadt, vom Lehrjungen bis zum vornehmen Herrn, der die Uhren des alten Uhrmachers benutzte, konnte sich jeder selbst von der Merkwürdigkeit der Vorgänge überzeugen. Die Bürger wollten, doch vergebens, Meister Zacharius zu Gesicht bekommen. Er war sehr krank geworden. Dies erlaubte seiner Tochter, ihn den ständigen Besuchen zu entziehen, die sich bereits zu Vorwürfen und Beschimpfungen gesteigert hatten. Medikamente und Ärzte waren machtlos gegen dieses organische Siechtum, dessen Ursache sich nicht ergründen ließ. Mitunter schien das Herz des Alten ganz aufzuhören zu schlagen. Dann wieder setzte es mit bedenklicher Unregelmäßigkeit aus und ein. Damals war es Sitte, die Werke der Meister öffentlich auszustellen. Die Oberhäupter der verschiedenen Zünfte suchten sich durch Neuartigkeit oder Vollkommenheit ihrer Erzeugnisse auszuzeichnen. Und bei diesen Kunstschauen erregte die Lage von Meister Zacharius das tiefste und zugleich eigennützigste Mitleid. Seine Rivalen bedauerten ihn umso bereitwilliger, als sie ihn nun weniger fürchteten. Vergessen hatte man doch nie jenen Erfolg, den der Alte erzielt hatte, als er seine prächtigen Uhren mit beweglichen Figuren und seine Repetierer vorführte,
die weit um Bewunderung fanden und in den Städten Frankreichs, der Schweiz und Deutschlands hohe Preise erzielten. Inzwischen kehrten durch Guérandes und Auberts unablässige, liebevolle Pflege die Kräfte des Alten ein wenig zurück, und in der Ruhephase seiner Genesung gelang es ihm, sich von den Gedanken zu lösen, die ihn beherrscht hatten. Sobald er wieder laufen konnte, verleitete ihn seine Tochter dazu, das Haus zu verlassen, das nach wie vor von unzufriedenen Kunden belagert war. Aubert blieb in der Werkstatt, wo er die widerspenstigen Uhren vergeblich neu und wieder neu justierte, und dem armen Jungen war in seiner Ratlosigkeit oft zumute, als könnte er wie sein Meister den Verstand verlieren. Guérande führte ihren Vater zu den reizvolleren Spazierwegen der Stadt. Mit seinem Arm auf ihrem gestützt, begleitete sie ihn zuweilen ins Quartier Saint-Antoine, von dem aus man die Anhöhe von Colonie und den See überblicken konnte. An schönen Morgen sah man bis zu den gigantischen Spitzen des Berges Boulte am Horizont. Guérande zeigte ihrem Vater diese Orte, an deren Namen er sich fast nicht mehr erinnerte. Seine Gedanken schweiften umher, und er hatte kindliche Freude daran, neu kennenzulernen, was ihm entfallen war. Meister Zacharius lehnte sich auf Guérande, und die beiden Köpfe, der eine weiß wie Schnee, der andere in goldenes Haar gehüllt, wurden im gleichen Sonnenstrahl vereint. So kam es, dass der alte Uhrmacher endlich wahrnahm, er sei nicht allein auf der Welt. Wenn er das junge, liebenswürdige Mädchen ansah und sich selbst, alt und hinfällig, dachte er daran, dass sie nach seinem Tod ohne Stütze zurückbleiben würde. Viele junge Uhrmacher in Genf hatten bereits um Guérandes Gunst geworben, doch keiner hatte Zutritt zu diesem verschlossenen Haus gefunden. Es war daher nur natürlich, dass er in dieser klaren Phase seiner Genesung an Aubertun dachte. War der Alte einmal von diesem Einfall erfasst, so fiel ihm auf, dass die beiden jungen Menschen dieselben Vorstellungen und Überzeugungen teilten. Ihre Herzen schlugen, wie er einst zu Scholastique sagte, in isochroner Übereinstimmung. Die alte Dienerin, die sich über dieses Wort überschwänglich freute, wenngleich sie es nicht verstand, schwor bei ihrer heiligen Schutzpatronin, dass schon binnen einer Viertelstunde die ganze Stadt davon wissen werde. Mit Mühe brachte Meister Zacharius sie zur Ruhe und ließ sie versprechen, über dieses Thema Stillschweigen zu wahren, ein Versprechen, das sie nie einzuhalten wusste. Daher kam es, dass Guérande und Aubert, ohne selbst davon zu ahnen, in ganz Genf bald als künftige Eheleute im Gespräch waren. Doch während die gutwilligen Leute davon plauderten, hörte man mitunter ein seltsames Kichern und eine Stimme, die sagte, Guérande wird Aubert nicht heiraten. Wandten sich die Schwätzer um, sahen sie sich einem kleinen alten Mann gegenüber, der ihnen gänzlich fremd war. Wie alt mochte dieser seltsame Kerl sein? Keiner hätte es sagen können. Man mutmaßte, er existiere womöglich schon seit vielen Jahrhunderten, und damit hatte es sich. Sein großer platter Kopf ruhte auf Schultern, deren Breite der Körpergröße glich, die nicht über 3 Fuß hinausging. Diese Gestalt hätte sich durchaus als Stütze für ein Pendel geeignet, denn das Zifferblatt hätte sich mühelos auf seinem Gesicht anbringen lassen, und das Steigrad hätte in seiner Brust ungestört ausschwingen können. Seine Nase hätte man für den Stab einer Sonnenuhr halten können, denn sie war schmal und spitz. Seine weit auseinanderstehenden Zähne glichen den Zähnen eines Zahnrads und rieben klirrend aneinander. Seine Stimme klang metallisch wie eine Glocke, und man hörte sein Herz wie das Ticken einer Uhr schlagen. Dieser kleine Mann, dessen Arme sich wie Uhrzeiger bewegten, ging ruckartig voran, ohne je den Blick zurückzuwenden. Folgte man ihm, so stellte man fest, dass er gut eine Wegstunde pro Stunde zurücklegte und sich auf fast kreisförmiger Bahn bewegte. Erst seit kurzem wurde dieser seltsame Mensch beobachtet, wie er in Genf umher, oder besser gesagt, umlief. Doch man hatte bereits bemerkt, dass er jeden Tag, sobald die Sonne den Meridian überschritt, vor dem Dom Saint-Pierre stehen blieb und seinen Weg erst dann fortsetzte, wenn die 12 Schläge des Mittags verklungen waren. Außer zu diesem bestimmten Augenblick
schien er bei jedem Gespräch aufzutauchen, in dem es um den alten Uhrmacher ging, und die Leute fragten sich in banger Furcht, welche Verbindung zwischen ihm und Meister Zacharius bestehen könnte. Man bemerkte auch, dass er den Alten und seine Tochter auf ihren Spaziergängen nie aus den Augen ließ. Eines Tages entdeckte Guerande, dass dieses Ungeheuer sie mit abstoßendem Lächeln musterte. Sie klammerte sich erschrocken an ihren Vater. »Was hast du, meine Guerande?« fragte Meister Zacharius. »Ich weiß nicht«, erwiderte das Mädchen. »Doch du bist ganz verändert, mein Kind. Wirst du jetzt auch noch krank? Ach nun«, fügte er betrübt lächelnd hinzu, »dann muß ich eben für dich sorgen und werde es liebevoll tun.« »O Vater, es ist nichts Ernstes. Mich fröstelt ein wenig, und ich glaube, es kommt von...« »Was? Wovon, Guerande?« »Von dem Anblick jenes Mannes, der uns ständig folgt«, antwortete sie leise. Meister Zacharius wandte sich zu dem kleinen Alten um. »Bei meinem Glauben, er geht genau im Takt«, sagte er zufrieden. »Denn es ist gerade 4 Uhr. Fürchte dich nicht, mein Kind, das ist kein Mensch, das ist eine Uhr.« Guerande sah ihren Vater entsetzt an. Wie konnte Meister Zacharius die Stunde von dem Gesicht dieses seltsamen Wesens ablesen? »Übrigens«, fuhr der alte Uhrmacher fort und beachtete den Mann nicht weiter, »ich habe Aubert schon seit einigen Tagen nicht gesehen.« »Dennoch hat er uns nicht verlassen, Vater«, sagte Guerande, während ihre Gedanken an mildere Dinge gingen. »Was macht er denn?« »Er arbeitet.« »Ach«, rief der Alte, »er versucht wohl, meine Uhren zu reparieren. Aber es ist nicht Reparatur, die Sie brauchen, sondern Auferstehung.« Guerande schwieg. »Ich muß erfahren«, setzte der Alte hinzu, »ob Sie mir noch mehr von diesen verfluchten Uhren gebracht haben, die der Teufel mit dieser Seuche belegt hat.« Nach diesen Worten verfiel Meister Zacharius in völliges Stillschweigen, bis er an seine Haustür klopfte und zum ersten Mal seit seiner Genesung wieder hinab in seine Werkstatt stieg, während Guerande sich traurig in ihr Zimmer zurückzog. Kaum hatte Meister Zacharius den Werkstattschwellen übertreten, als eine der vielen Wanduhren die 5. Stunde schlug. Normalerweise, wenn sie alle so bewundernswert justiert waren, läuteten ihre Glockenspiele gleichzeitig, was das Herz des alten Mannes stets freute. Doch an diesem Tag schlugen sie eine nach der anderen, so daß mehr als eine Viertelstunde lang ohrbetäubender Lärm anhielt. Meister Zacharius litt sichtbar. Er konnte nicht ruhig bleiben, sondern lief von einer Uhr zur anderen und versuchte den Takt zu markieren wie ein Kapellmeister, der über sein Orchester die Kontrolle verloren hat. Als die letzte verklungen war, öffnete sich die Ladentür und Meister Zacharius fuhr zusammen, als er den kleinen Alten hereintreten sah, der ihn durchdringend ansah und sprach: »Meister, darf ich nicht ein paar Worte mit euch reden?« »Wer seid ihr?« fragte der Uhrmacher schroff. »Ein Kollege. Es ist meine Aufgabe, die Sonne zu regulieren.« »Ah, ihr reguliert die Sonne?« erwiderte Meister Zacharius sogleich, ohne sich zu wundern. »Ich kann euch nicht eben beglückwünschen, denn eure Sonne geht schlecht, und wir müssen unsere Uhren ständig vor- oder nachstellen, damit sie mit ihr übereinstimmen.« »Beim Teufel«, rief der unheimliche Mann, »da habt ihr recht, Meister. Meine Sonne steht nicht immer genau zur Mittagszeit im Zenit wie eure Uhren. Doch eines Tages wird man erkennen, dass dies an der ungleichen Umlaufbahn der Erde liegt, und man wird eine mittlere Mittagsstunde erfinden, die jene Unregelmäßigkeit ausgleicht.« »Werde ich das noch erleben?« fragte der Alte mit glänzenden Augen. »Zweifellos«, gab der kleine Mann lachend zurück. »Meint ihr wirklich, ihr könntet je sterben? Ach, ich bin sehr krank. Nun, reden wir darüber. Beim Beelzebub, das führt mich ja genau zu dem, was ich euch sagen möchte.« Mit diesen Worten sprang die unheimliche Gestalt auf den alten Ledersessel und legte die Beine übereinander, ähnlich jenen Knochen, die Maler in Grabdarstellungen unter Totenschädeln kreuzen. Dann fuhr er in spöttischem Ton fort: »So, Meister Zacharius, was geschieht da in dieser rechtschaffenen Stadt Genf? Es heißt, eure Gesundheit habe schwer gelitten und eure Uhren bräuchten einen Arzt.« »Ach, meint ihr, dass zwischen ihrem Dasein und meinem ein inniges Verhältnis besteht?«
rief Meister Zacharius aus. »Warum nicht? Ich denke, diese Uhren haben ihre Mängel, sogar Laster. Wenn sie sich nicht anständig verhalten, müssen sie die Folgen ihrer Unregelmäßigkeit tragen. Mir scheint, sie hätten eine kleine Besserung bitter nötig.« »Wovon redet ihr da, wenn ihr von Mängeln sprecht?« fragte Meister Zacharius mit aufwallendem Zorn, den spöttischen Unterton in den Worten des Fremden spürend. »Dürfen Sie nicht stolz sein auf Ihre Herkunft?« »Nicht zu stolz, nur nicht zu stolz«, erwiderte der kleine Mann. »Sie tragen einen berühmten Namen. Eine illustre Signatur ist in Ihre Gehäuse graviert, das stimmt, und Sie genießen das exklusive Vorrecht, sich in den vornehmsten Familien einzufinden. Aber seit einiger Zeit sind Sie außer Kontrolle geraten, und ihr, Meister Zacharius, könnt nichts daran ändern. Selbst der dümmste Lehrling von Genf könnte euch das beweisen.« »Mir, Meister Zacharius«, stieß der Alte glühend vor Empörung hervor. »Euch, Meister Zacharius, euch, der ihr euren Uhren das Leben nicht zurückgeben könnt.« »Aber das liegt nur daran, dass ich Fieber habe, und Sie auch«, rief der Alte, während ihm kalter Schweiß ausbrach. »Schön, dann werden Sie mit euch zusammen sterben, da ihr nicht imstande seid, Ihren Federn ein wenig Spannkraft zurückzugeben.« »Sterben? Nein, denn ihr selbst sagt es. Ich kann nicht sterben. Ich, der beste Uhrmacher der Welt, der durch diese Teile und Zahnräder die Bewegung mit vollkommener Genauigkeit geregelt hat. Habe ich nicht die Zeit strengen Gesetzen unterworfen und kann ich nicht willkürlich über sie verfügen? Bevor ein erhabener Genius diese ziellos umherschweifenden Stunden geordnet hatte, in welch ungeheurer Ungewissheit befand sich das Schicksal der Menschen. Zu welcher bestimmten Stunde hätte man die Taten des Lebens aneinander knüpfen können? Doch ihr, Mensch oder Teufel, was immer ihr sein mögt, habt nie die Größe meiner Kunst begriffen, die sich jeder Wissenschaft bedient. Nein, ich, Meister Zacharius, kann nicht sterben, denn da ich die Zeit geordnet habe, würde mit mir die Zeit vergehen. Sie kehrte dahin zurück, woher mein Genie sie gerettet hat, ins Unendliche, und sie würde sich unwiederbringlich in den Abgrund des Nichts verlieren. Nein, ich kann nicht sterben, ebenso wenig wie der Schöpfer dieses Universums, der sich seinen Gesetzen beugt. Ich bin ihm gleich geworden, ich habe an seiner Macht teil. Hat Gott die Ewigkeit erschaffen, so habe ich die Zeit geschaffen.« Der alte Uhrmacher glich jetzt dem gefallenen Engel, der trotzig vor seinem Schöpfer steht. Der kleine Alte betrachtete ihn und schien ihm diesen lästerlichen Hochmut einzuflößen. »Gut gesagt, Meister«, antwortete er. »Beelzebub hatte weniger Anspruch, sich mit Gott zu messen, als ihr. Eure Herrlichkeit darf nicht vergehen. Darum wünscht euer Diener hier, euch den Weg zu verraten, wie ihr jene aufrührerischen Uhren beherrschen könnt.« »Wie? Rief Meister Zacharius. »Ihr sollt es erfahren an dem Tage nach der Verlobung eurer Tochter mit mir, meiner Gerande.« »Mit ihr? Das Herz meiner Tochter ist nicht frei«, erwiderte Meister Zacharius, der weder erstaunt noch empört über diese seltsame Forderung wirkte. »Bah, sie ist nicht die unscheinbarste unter den Uhren, doch auch sie wird irgendwann stehen bleiben. Ei, meine Tochter, meine Gerande, nein. Nun, kehrt zurück zu euren Uhren, Meister Zacharius. Justiert und justiert sie neu. Bereitet die Hochzeit eurer Tochter mit eurem Lehrling vor. Härtet eure Federn mit dem besten Stahl. Gebt Aubert und der reizenden Guérande euren Segen. Aber vergesst nicht, dass eure Uhren nie mehr gehen werden und dass Guérande Aubert nicht heiraten wird.« Mit diesen Worten verschwand der kleine Alte so rasch, dass Meister Zacharius nur noch 6 Uhr in seiner Brust schlagen hörte. Kapitel 4 – Die Kirche Saint-Pierre. Mittlerweile wurde Meister Zacharius von Tag zu Tag schwächer an Geist und Körper. Ein ungewöhnlicher Antrieb trieb ihn zwar dazu, seine Arbeit noch eifriger fortzuführen, doch nicht einmal seine Tochter vermochte ihn davon abzuhalten. Sein Stolz wurde nach der Krise, in die ihn sein unheimlicher Besucher so tückisch gestürzt hatte, noch mehr geweckt. Er beschloss,
durch die Macht seines Genies dem bösen Einfluss zu widerstehen, der auf ihm und seinen Werken lastete. Zuerst suchte er die verschiedenen Turmuhren der Stadt auf, die seiner Obhut anvertraut waren. Mit pedantischer Genauigkeit prüfte er, ob die Räder intakt, die Zapfen fest und die Gewichte genau austariert seien. Jedes Teil, bis hin zu den Glocken, wurde mit dem Eifer eines Arztes untersucht, der eine Patientenbrust abhört. Nichts wies darauf hin, dass diese Uhren kurz davor standen, stillzustehen. Guérande und Aubert begleiteten den Alten oft auf diesen Wegen. Er hätte sich gewiss an ihrem Eifer erfreut, an seiner Seite zu sein, und hätte sich nicht so stark von seinem nahenden Ende gefangen nehmen lassen, wäre ihm klar gewesen, dass sein Dasein durch das seiner Lieben verlängert würde, und hätte er begriffen, dass etwas vom Leben eines Vaters immer in seinen Kindern fortbesteht. Wieder zu Hause angelangt, vertiefte sich der alte Uhrmacher mit fieberhafter Hingabe in seine Arbeit. Obwohl er überzeugt war, dass sie vergeblich sein müsse, schien es ihm doch unmöglich, dass es sich so verhalten könnte, und unablässig nahm er die zurückgebrachten Uhren auseinander und setzte sie von neuem zusammen. Aubert quälte sein Gehirn, um die Ursachen dieses Übels ausfindig zu machen, doch vergebens. »Meister«, sagte er, »das kann nur von der Abnutzung der Zapfen und Zahnräder kommen.« »Wollt ihr mich dann Stück für Stück umbringen?« erwiderte Meister Zacharius heftig. »Glaubt ihr, diese Uhren seien Kinderspielzeug? Habe ich mich etwa gescheut, mir die Finger wund zu arbeiten, als ich diese Kupferstücke in der Drehbank schliff? Habe ich sie nicht selbst geschmiedet, um ihre Festigkeit zu erhöhen? Sind die Federn nicht aufs Höchste gehärtet? Könnte irgendwer ein feineres Öl benutzt haben als ich? Gebt selbst zu, dass das unmöglich ist, und ihr gesteht damit letztlich ein, dass der Teufel im Spiel sein muss. Von morgens bis abends bedrängten unzufriedene Käufer das Haus und suchten den alten Uhrmacher selbst auf, der nicht wusste, wem er zuerst Gehör schenken sollte. »Diese Uhr geht nach, und ich kann sie nicht richtig stellen«, sagte der eine. »Diese hier«, meinte ein anderer, »bleibt völlig stur stehen, wie einst die Sonne Josuas.« »Wenn es stimmt«, bemerkten die meisten, »dass eure Gesundheit die eurer Uhren beeinflusst, werdet bald wieder gesund, Meister Zacharius.« Der Alte betrachtete die Leute mit gehetztem Blick und antwortete nur mit Kopfschütteln oder ein paar traurigen Worten. »Wartet auf die ersten schönen Tage, meine Freunde. Die Zeit naht, die müde Leiber wieder belebt. Wir alle brauchen eine wärmende Sonne.« »Schöne Sache, wenn meine Uhr den ganzen Winter lang leiden soll«, rief einer der Zornigsten. »Wisst ihr, Meister Zacharius, dass euer Name groß auf ihrem Zifferblatt prangt? Bei der heiligen Jungfrau, ihr macht eurer Signatur wenig Ehre.« Schließlich kam es so weit, dass der Alte, durch dies Vorwürfe beschämt, einige Goldstücke aus seiner alten Truhe nahm und begann, die fehlerhaften Uhren zurückzukaufen. Kaum sprach sich dies herum, so erschienen die Kunden in Scharen, und das Geld des armen Uhrmachers schwand rasch dahin. Doch seine Ehrenhaftigkeit blieb makellos. Guérande lobte ihn warm für diese Großmut, die ihn geradewegs ins Verderben führte, und Aubert bot seinem Meister bald seine eigenen Ersparnisse an. »Was wird aus meiner Tochter?« fragte Meister Zacharius, während er in diesem Schiffbruch hin und wieder an die Vaterliebe klammerte. Aubert wagte nicht zu sagen, dass er voller Hoffnung auf die Zukunft war und Guérande von Herzen ergeben. Meister Zacharius hätte noch am selben Tag seinen Lehrling zum Schwiegersohn gemacht und so jene düstere Prophezeiung widerlegt, die ihm nicht aus dem Sinn ging: Guérande wird Aubert nicht heiraten. Auf diese Weise gelang es dem Uhrmacher schließlich, sich bis auf den letzten Besitz zu veräußern. Seine alten Vasen gelangten in fremde Hände, er trennte sich von den reich geschnitzten Wandtäfelungen im Haus, einige Urbilder früher flämischer Meister verschwanden aus dem Blick seiner Tochter, und alles, selbst die kostbaren Werkzeuge, die sein Genie erdacht hatte, wurden verkauft, um den aufgebrachten Kunden Genugtuung zu verschaffen. Nur Scholastique weigerte sich, den Tatsachen ins Auge zu sehen.
aber ihre Mühen, unliebsame Besucher vom Herrn Pfalzer fernzuhalten, blieben erfolglos. Sie konnten zu ihm dringen und bald mit irgendeinem wertvollen Gegenstand fortgehen, und schon hallte ihr Redestrom durch alle Straßen der Nachbarschaft, wo sie jedermann seit langem kannte. Eifrig stritt sie die Gerüchte über Zauberei und Hexenkunst von Seitenmeister Zacharius ab, die umgingen. Doch weil sie insgeheim selbst daran glaubte, betete sie ein ums andere Mal, um ihre so fromm gemeinten Lügen zu sühnen. Seit einiger Zeit war aufgefallen, dass der alte Uhrmacher seine religiösen Pflichten vernachlässigte. Einst hatte er Gerande noch zur Kirche begleitet und schien im Gebet jene geistige Anmut zu finden, die nachdenklichen Gemütern innewohnt, da sie die erhabenste Übung der Einbildungskraft ist. Diese bewusste Vernachlässigung heiliger Bräuche, verbunden mit seinen geheimen Lebensgewohnheiten, bestätigte auf gewisse Weise die Anschuldigungen, die man gegen seine Arbeit erhob. So beschloss Gerande, um ihn zugleich Gott und den Menschen wieder nahe zu führen, die Religion zu Hilfe zu rufen. Sie hoffte, sie könne seiner dahinschwindenden Seele Kraft verleihen. Doch es war ein ungleicher Kampf, in dem Glaubensdogmen und Demut auf jenen unbezwinglichen Hochmut des alten Mannes trafen, dessen Wissenschaft alles auf sich selbst bezog, ohne zum unendlichen Ursprung vorzudringen, aus dem alle ersten Prinzipien fließen. Unter diesen Umständen fasste das junge Mädchen den Entschluss, ihren Vater zur Umkehr zu bewegen. Ihre Überredungskraft war so stark, dass er ihr feierlich versprach, am kommenden Sonntag der Hochmesse im Dom beizuwohnen. Gerande befiel eine wahre Verzückung, als hätten sich ihr die Himmel geöffnet. Die alte Scholastik konnte ihre Freude nicht zügeln und fand sich nun gewappnet gegen alle boshafte Nachrede, die ihren Herrn der Gottlosigkeit bezichtigte. Sie erzählte es allen Nachbarn, Freunden und Feinden, ob sie kannte oder nicht. »Beim Glauben, wir zweifeln an euren Worten, Dame Scholastik«, erhielt sie zur Antwort. »Meister Zacharius hat sich immer mit dem Teufel im Bunde erwiesen.« »Da habt ihr wohl nie die feinen Glockenspiele seiner Uhren gezählt, die wie oft schon zu Gebet und Messe gerufen haben«, entgegnete die alte Dienerin. »Mag sein. Doch hat er nicht Maschinen erdacht, die aus eigener Kraft laufen und die Arbeit eines Menschen verrichten?« »Kann ein Teufelskind«, rief Scholastike wütend, »die prächtige eiserne Uhr des Schlosses von Andernach geschaffen haben, die die Stadt Genf nicht erwerben konnte?« Jede Stunde erschienen fromme Spruchworte, und ein Christ, der ihnen folgte, wäre auf direktem Weg ins Paradies gelangt. Nennt ihr das teuflisches Werk? Dieses Meisterstück, vor 20 Jahren gefertigt, hatte Meister Zacharius in den Gipfel des Ruhms katapultiert, doch schon damals warf man ihm Zauberei vor. Doch nun sollte sein Besuch im Dom wenigstens die bösartigen Redner zum Schweigen bringen. Offenbar hatte Meister Zacharius sein Versprechen an seine Tochter vergessen und war in seine Werkstatt zurückgekehrt. Da er erkannt hatte, dass es ihm unmöglich war, den alten Uhren wieder Leben einzuhauchen, wollte er nun versuchen, neue zu fertigen. Er ließ alle überflüssigen Arbeiten liegen und wandte sich vollends der Kristalluhr zu, die sein Meisterstück werden sollte. Vergebens jedoch wendete er sein vollkommenstes Werkzeug an und nutzte Rubine und Diamanten, um jede Reibung zu vermindern. Gleich bei seinem ersten Versuch, sie aufzuziehen, versagte die Uhr in seinen Händen. Der Alte verschwieg diesen Vorfall jedem, selbst seiner Tochter. Doch von da an verfiel sein Körper rasch. Übrig blieben nur noch die letzten Schwingungen eines Pendels, das immer langsamer wird, wenn seine Kraftquelle versiegt. Es war, als wirkten nun die Gesetze der Schwerkraft unmittelbar auf ihn und zögen ihn mit unwiderstehlicher Gewalt ins Grab hinab. Endlich kam der Sonntag, dem Gerande mit solcher Sehnsucht entgegengesehen hatte. Das Wetter war herrlich und die milde Luft belebte das Gemüt. Die Genfer Bürger gingen ruhig durch die Straßen und plauderten vergnügt über die Rückkehr des Frühlings. Gerande legte sacht den Arm des alten Uhrmachers unter den ihren und ging mit ihm zum Dom.
während Scholastique ihnen mit den Gebetbüchern in den Händen folgte. Neugierige Blicke begleiteten ihren Weg. Der Alte ließ sich wie ein Kind führen, oder vielmehr wie ein Blinder. Die Frommen von Saint-Pierre sahen ihn mit Schrecken eintreten und wichen bei seinem Anblick zurück. Die Gesänge der Hochmesse erklangen bereits in der Kirche. Grande nahm auf ihrer gewohnten Bank Platz und kniete in stiller, inniger Andacht nieder. Meister Zacharius blieb aufrecht neben ihr stehen. Das Ritual setzte sich in jener majestätischen Feierlichkeit fort, die dieser gläubigen Zeit eigen war. Doch der alte Mann hatte keinen Glauben. Er flehte nicht mit schmerzlichen Kyrie-Rufen um Gottes Barmherzigkeit, er stimmte nicht mit dem Gloria in excelsis die Erhabenheit der himmlischen Höhen an, und weder die Lesung des Evangeliums riss ihn aus seiner weltlichen Versunkenheit, noch beteiligte er sich am Credo. Dieser stolze Mensch blieb reglos, ungerührt, stumm wie eine steinerne Statue. Selbst in dem heiligen Moment, als die Glocke das Wunder der Verwandlung anzeigte, neigte er nicht sein Haupt, sondern richtete den Blick starr auf die heilige Hostie, die der Priester über die Gläubigen erhob. Guérande sah ihren Vater an, und ihre Tränen netzten das Messbuch. Da schlug die Turmuhr von Saint-Pierre die 11. Stunde und eine halbe. Der alte Uhrmacher wandte sich hastig zu dieser uralten Uhr, deren Stimme noch klang. Ihm kam es vor, als würde ihr Zifferblatt unverwandt zu ihm hinblicken. Die aufgetragenen Stundenzahlen glühten wie Feuerlinien und die Zeiger sprühten Funken von ihren spitzen Enden. Die Messe war zu Ende. Nach dem Brauch stand noch das Angelusgebet an, wenn es mittags läutete, und die Priester blieben am Altar, bis die Domuhr die 12. Stunde geschlagen haben würde. In wenigen Augenblicken sollte dieses Gebet zu Füßen der Jungfrau emporsteigen. Doch plötzlich ertönte ein hässliches Knirschen. Meister Zacharius stieß einen durchdringenden Aufschrei aus. Der große Zeiger, der die 12 erreicht hatte, blieb jäh stehen, und die Uhr schlug nicht. Guérande eilte herbei, ihrem Vater beizustehen. Er war bewusstlos zu Boden gesunken, und man trug ihn aus der Kirche hinaus. »Dies ist der Todesstoß«, schluchzte Guérande. Daheim angekommen, lag Meister Zacharius kraftlos in seinem Bett. Es war, als flackerte das Leben nur noch an der Oberfläche seines Leibs, wie letzter Rauch, der um einen verlöschten Docht weht. Als er das Bewusstsein wiedererlangte, beugten sich Aubert und Guérande über ihn. In diesen letzten Augenblicken sah er die Zukunft wie eine Gegenwart. Vor sich erblickte er seine Tochter, die einsam war und keinen Beschützer besaß. »Mein Sohn«, sagte er zu Aubert, »ich gebe dir meine Tochter.« Damit streckte er die Hände nach den beiden aus, die an seinem Sterbelager dadurch vereint wurden. Doch schon richtete sich Meister Zacharius in einem Anfall von Zorn wieder auf. Die Worte des kleinen Alten kamen ihm in den Sinn. »Ich will nicht sterben«, rief er. »Ich kann nicht sterben. Ich, Meister Zacharius, darf nicht sterben. Meine Bücher, meine Aufzeichnungen.« Mit diesen Worten sprang er vom Bett zu dem Buch, in dem seine Kunden verzeichnet standen. Ebenso wie jene Gegenstände, die er ihnen verkauft hatte. Hastig blätterte er die Seiten um, bis sein ausgemergelter Finger auf einer bestimmten Zeile liegen blieb. »Da«, rief er, »da, diese alte eiserne, verkauft an Pitonaccio. Sie ist die einzige, die man mir nicht zurückgebracht hat. Sie existiert noch, sie geht, sie lebt. Ach, nach ihr verlangt es mich, ich muss sie wiederfinden. Ich werde sie so gut hüten, dass der Tod mich nicht mehr finden kann.« Dann brach er erneut zusammen. Aubert und Guérande knieten zu seinen Palmenfüßen und beteten. Kapitel 5 – Die Stunde des Todes. Einige Tage vergingen, und Meister Zacharius, beinahe schon dem Tode nah, erhob sich doch wieder aus dem Bett und kehrte mit übernatürlichem Eifer ins Leben zurück. Er lebte nur noch durch seinen Stolz, doch Guérande täuschte sich nicht, der Körper und die Seele ihres Vaters waren unwiederbringlich verloren. Der alte Mann raffte die letzten Mittel zusammen, ohne an die zu denken, die von ihm abhängig waren. Mit unglaublicher Energie schritt er umher, wühlte in allen Ecken,
murmelte seltsame, unverständliche Worte. Eines Morgens ging Guerande in seine Werkstatt hinunter. Meister Zacharius war nicht da. Sie wartete den ganzen Tag auf ihn. Er kam nicht zurück. Guerande weinte bittere Tränen, doch ihr Vater blieb verschollen. Aubert suchte überall in der Stadt, bis er traurig erkennen musste, dass der alte Mann sie verlassen hatte. »Lasst uns meinen Vater suchen«, rief Guerande, als der junge Lehrling ihr diese schlimme Nachricht verkündete. »Wo mag er sich aufhalten?« fragte sich Aubert. Da kam ihm plötzlich ein Einfall. Er erinnerte sich an die letzten Worte, die Meister Zacharius gesprochen hatte. Das Leben des Alten war ganz in jener alten eisernen Uhr gefangen, die man ihm nicht zurückgebracht hatte. Meister Zacharius musste sich auf die Suche nach ihr gemacht haben. Aubert erzählte dies Guerande. »Sehen wir in das Buch meines Vaters«, antwortete sie. Sie gingen in die Werkstatt hinunter. Das Buch lag offen auf der Werkbank. Alle Uhren oder Pendeluhren, die der Alte gefertigt und die wegen Fehlfunktion an ihn zurückgegeben worden waren, waren durchgestrichen, bis auf eine, verkauft an Monsieur Pitonaccio, eine eiserne Uhr mit Glocke und beweglichen Figuren, an sein Schloss zu Andernach gesandt. Dies war jene moralische Uhr, von der Scholastique so schwärmerisch erzählt hatte. »Mein Vater ist dort«, rief Guerande. »Lasst uns dorthin eilen«, erwiderte Aubert. »Vielleicht können wir ihn noch retten.« »Nicht für dieses Leben«, murmelte Guerande, »doch wenigstens für das kommende.« »Durch Gottes Gnade, Guerande, das Schloss Andernach liegt in der Schlucht der sogenannten Zähne des Mittags, 20 Wegstunden von Genf entfernt. Auf, brechen wir auf!« Noch an jenem Abend machten sich Aubert und Guerande, gefolgt von der alten Dienerin, zu Fuß auf den Weg, der dem Genfer See entlang führt. Sie bewältigten 5 Lohen in der Nacht, ohne in Bessinge oder in Hermans Halt zu machen, wo das berühmte Schloss der Bürgermeister thront. Mit Mühe überquerten sie den reißenden Strom der Dranse, und allerorts fragten sie nach Meister Zacharius und waren bald überzeugt, auf seiner Spur zu sein. Am folgenden Morgen, noch vor Tagesanbruch, hatten sie Thonon hinter sich gelassen und erreichten Evian, von wo aus man 12 Lohen weit in das schweizerische Gebiet sieht. Doch das entzückende Panorama blieb den beiden Verlobten verborgen. Sie schritten unablässig voran, getrieben von einer übernatürlichen Kraft. Aubert stützte sich auf einen knorrigen Stab, reichte abwechselnd Guerande und Scholastique den Arm und tat sein Möglichstes, um ihnen Beistand zu leisten. Unterwegs redeten die 3 über ihren Kummer, über ihre Hoffnung, und so zogen sie die schöne Uferstraße entlang und über das schmale Plateau, das den Saum des Sees mit den Höhen des Chalais verbindet. Bald erreichten sie Bouveret, wo die Rhône in den Genfer See mündet. Von dort verließen sie das Ufer, und ihre Erschöpfung wuchs in diesem Bergland. Vionnas, Chessé und Colombey, halbverlorene Dörfer, blieben zurück. Währenddessen zitterten ihnen die Knie, die scharfen Steine rissen an ihren Füßen, die wie von einem Granitgestrüpp überzogen waren, doch noch immer kein Zeichen von Meister Zacharius. Sie mussten ihn finden, und so gönnten sich die beiden jungen Menschen keinen Schlaf, weder in den verstreuten Weilern noch im Schloss Monteil, das mitsamt seinem Umland zum Besitz der Margarete von Savoyen gehörte. Schließlich, als der Tag schon zur Neige ging und sie vor Müdigkeit kaum noch stehen konnten, gelangten sie zur Einsiedelei Notre-Dame du Sex. Diese lag am Fuß der Zähne des Mittags, 600 Fuß über der Rhône. Der Eremit nahm die 3 Wanderer in Empfang, als die Nacht hereinbrach. Keinen Schritt weiter hätten sie gehen können, also mussten sie hier rasten. Doch über Meister Zacharius konnte der Eremit ihnen keine Auskunft geben. Man durfte kaum hoffen, ihn in dieser unwegsamen Wildnis noch lebend anzutreffen. Die Nacht war schwarz, der Wind heulte in den Bergen, Lawinen krachten von den zerklüfteten Abhängen. Aubert und Guerande hockten vor dem Herd des Eremiten und erzählten ihm ihre traurige Geschichte.
Ihre mit Schnee bedeckten Mäntel trockneten in einer Ecke, während draußen der Hund des Eremiten kläglich bellte und sein Geheul mit dem Tosen des Unwetters verschmolz. »Hochmut«, sagte der Einsiedler zu seinen Gästen, »hat einen Engel vernichtet, der doch zum Guten bestimmt war. Es ist der Stein, an dem das Schicksal des Menschen zu Fall kommt. Gegen den Hochmut, diesen Ursprung aller Laster, kann man nicht argumentieren, weil er von Natur aus jedem Rat verschlossen ist. Bleibt nur, für euren Vater zu beten.« Alle 4 knieten nieder. Da verdoppelte der Hund sein Bellen und jemand hämmerte an die Tür der Einsiedelei. »Macht auf, im Namen des Teufels!« Unter den wuchtigen Schlägen gab das Türblatt nach und ein unordentlich gekleideter, verwahrloster Mann trat herein. »Mein Vater«, rief Gerande. Es war Meister Zacharius. »Wo bin ich?« sagte er. »In der Ewigkeit, die Zeit ist zu Ende, die Stunden schlagen nicht mehr, die Zeiger sind erstarrt.« »Vater T«, rief Gerande flehentlich, so daß der Alte schien, zum wahren Leben zurückzukehren. »Du bist hier, Gerande?« rief er. »Und du auch, Aubert? Ach, meine lieben Verlobten, ihr werdet doch in unserer alten Kirche getraut.« »Vater«, sagte Gerande, während sie seinen Arm ergriff, »kehrt nach Genf zurück, kommt mit uns.« Der Alte riss sich aus der Umarmung seiner Tochter los und stürzte zur Tür, an deren Schwelle die Schneeflocken herabfielen. »Verlasst nicht eure Kinder«, flehte Aubert. »Wozu zurückkehren?« entgegnete der Alte traurig. »An jenen Ort, dem mein Leben schon entschwunden ist und wo ein Teil meines Selbst für immer begraben liegt.« »Eure Seele ist nicht tot«, sagte der Eremit mit feierlicher Stimme. »Meine Seele? Oh nein, ihre Räder stehen gut. Ich merke, wie sie beständig schlägt.« »Eure Seele ist unstofflich. Eure Seele ist unsterblich«, erwiderte der Eremit streng. »Ja, so unsterblich wie mein Ruhm. Doch sie steckt im Schloss Andernatt, und dorthin will ich zurück.« Der Eremit bekreuzigte sich. Scholastique war nahe daran, ohnmächtig zu werden. Aubert stützte Gerande in seinen Arm. »Das Schloss Andernatt ist bewohnt von einem, der verdammt ist«, sagte der Einsiedler, »einem, der nicht einmal das Kreuz meiner Einsiedelei grüßt.« »Mein Vater, geht nicht dorthin. Ich will meine Seele, sie gehört mir.« »Haltet ihn fest, haltet meinen Vater auf«, flehte Gerande. Doch der Alte war bereits über die Schwelle gesprungen und verschwand in der finsteren Nacht, während er rief, »Meine Seele!« Gerande, Aubert und Scholastique folgten ihm eilends. Über steinige Pfade ging es, und Meister Zacharius stürmte voraus wie ein Wirbel, getrieben von unwiderstehlicher Gewalt. Der Schnee fegte über sie hinweg und mischte seine weißen Flocken mit dem Gischt der angeschwollenen Wildbäche. Vorbei an einer Kapelle, die zum Gedenken an die gemarterte Thebaische Legion errichtet war, bekreuzigten sie sich hastig. Von Meister Zacharius keine Spur. Schließlich tauchte das Dorf Evionas zwischen diesen öden Bergzügen auf. Nichts hätte ein Herz mehr erbarmen lassen als dieses kleine, inmitten der grausigen Einsamkeit verlorene Dorf. Der Alte jagte weiter und drang in die tiefste Schlucht der Zähne des Mittags, deren schroffe Spitzen zum Himmel ragten. Bald erhob sich vor ihm ein verfallenes Gemäuer, uralt und finster wie das Gestein, auf dem es ruhte. »Dort ist es, dort!« rief er und stürmte nun noch rascher voran. Das Schloss Andernatt war schon damals eine Ruine. Ein dicker, bröckelnder Turm ragte darüber empor und drohte mit seinem Einsturz auf die alten Giebel, die weiter unten aufragten. Dunkle, gezackte Steinhaufen boten einen finsteren Anblick. Mehrere finstere Säle zeigten sich zwischen dem Schutt, mit eingestürzten Gewölben, die Schlangen Unterschlupf boten. Durch ein niedriges und enges Tor, das auf einen mit Geröll verstopften Graben führte, gelangte man ins Innere. Wer hier einmal residiert hatte, wusste niemand. Vermutlich ein Markgraf, halb Edelmann, halb Räuber, dann Übeltäter oder Falschmünzer, die man an diesem Ort gehängt hatte. Die Sage berichtete, Satan selbst hielte in Winternächten auf den Abhängen jener tiefen Schluchten seinen teuflischen Reigen ab,
die der Schatten der Ruinen verschlang. Doch Meister Zacharius ließ sich von der unheilvollen Umgebung nicht abschrecken. Er erreichte das Tor. Niemand hielt ihn auf. Ein weiter, finsterer Hof breitete sich vor ihm aus. Niemand verwehrte es ihm, ihn zu durchqueren. Er folgte einem abschüssigen Weg, der zu einem langen Korridor führte, dessen Gewölbe das Tageslicht unter ihrem wuchtigen Schwung auszuschließen schien. Sein Schritt blieb ungehindert. Guérande, Aubert und Scholastique drängten sich dicht hinter ihm. Meister Zacharius schritt, als wäre er von unsichtbarer Hand geleitet, zielsicher voran. Er gelangte zu einer wurmstichigen Tür, die seinen Schlägen sofort nachgab, während Fledermäuse kreuz und quer über seinem Haupt flatterten. Bald fanden sie einen gewaltigen Saal, der besser erhalten war als der Rest. Hohe, kunstvoll verzierte Wandtäfelungen, geschmückt mit Schlangen, Kobolden und anderen unheimlichen Gestalten, bedeckten die Wände. Mehrere schmale, langgezogene Fenster, die an Schießscharten erinnerten, klirrten im Sturmgebraus. Mitten in diesem Saal stieß Meister Zacharius einen Jauchzer aus. Auf einem eisernen Ständer, an der Wand befestigt, stand die Uhr, in der nun sein gesamtes Leben steckte. Dieses unvergleichliche Meisterwerk stellte eine alte römische Kirche dar, mit Strebepfeilern aus Schmiedeeisen und einem wuchtigen Glockenturm, in dem ein vollständiges Glockenspiel schlummerte für die täglichen Stundengebete, den Angelus, die Messe, die Vesper, die Komplett und die abendliche Segensfeier. Über dem Portal der Kirche, das zur Zeit des Gottesdienstes aufsprang, war eine Rosette angebracht, in deren Mitte sich 2 Zeiger bewegten und deren Bogen die 12 Stunden des Zifferblatts in Relief darstellte. Zwischen dieser Tür und der Rosette, so wie Scholastique berichtet hatte, prangte auf einer Kupferplatte ein Spruch, der jedem Augenblick des Tages seinen Sinn gab. Einst hatte Meister Zacharius diese Abfolge frommer Worte mit wahrhaft christlichem Eifer angeordnet. Die Stunden für das Gebet, die Arbeit, das Mahl, die Erholung und die Ruhe folgten einander in jener religiösen Ordnung, die einem unerschütterlich das Seelenheil versprach, sofern man sie gewissenhaft befolgte. Meister Zacharius stürzte voll Freude auf diese Uhr zu, als ihn ein ohrenbetäubendes Gelächter hinterrücks erschütterte. Er wirbelte herum und erkannte im Schein einer rußigen Fackel den kleinen Alten von Genf. »Ihr hier?« rief er. Guérande erschrak. Sie schmiegte sich an Aubert. »Einen guten Tag wünsche ich, Meister Zacharius«, sprach die Kreatur. »Wer seid ihr?« »Signore Pitonaccio, zu euren Diensten. Ihr habt mir eure Tochter gebracht. Habt ihr meine Worte nicht vergessen? Guérande wird Aubert nicht heiraten.« Der junge Lehrling sprang auf Pitonaccio zu, doch dieser entzog sich ihm wie ein Schatten. »Halt, Aubert«, rief Meister Zacharius. »Gute Nacht«, sagte Pitonaccio und verschwand. »Mein Vater, fliehen wir aus diesem verruchten Ort«, rief Guérande. »Mein Vater!« Doch Meister Zacharius war bereits weitergeeilt und jagte dem Trugbild Pitonaccios durch die wackeligen Gänge hinterher. Scholastique, Guérande und Aubert blieben benommen und kraftlos in dem großen, düsteren Saal zurück. Die junge Frau war auf einen steinernen Sockel gesunken, die alte Dienerin kniete neben ihr und betete. Aubert stand aufrecht, den Blick auf die Verlobte gerichtet. Blasse Lichter zuckten in der Finsternis. Nur das Knarren winziger Holzwürmer durchbrach die Stille, jenes Ticken des Todeskäfers. Beim ersten Tageslicht wagten sie es, die endlose Treppe zu erkunden, die sich durch das ganze Trümmerwerk schlängelte. 2 Stunden suchten sie, ohne eine Menschenseele zu entdecken, ohne etwas zu vernehmen als das ferne Echo ihrer eigenen Rufe. Mitunter fanden sie sich 100 Fuß unter der Erde wieder, ein anderes Mal gelangten sie zu Stellen, von wo aus sie die rauen Berge überblicken konnten. Der Zufall führte sie schließlich wieder in den riesigen Saal zurück, in dem sie die qualvolle Nacht verbracht hatten. Er war nicht mehr leer. Meister Zacharius und Pitonaccio befanden sich dort und sprachen miteinander. Der eine stand kerzengerade, starr wie ein Leichnam,
der andere kauerte über einen Marmortisch gebeugt. Als Meister Zacharius Gerande erblickte, trat er zu ihr und führte sie an Pittonaccio heran. »Sieh da deinen Herrn und Gebieter, meine Tochter. Gerande, sieh deinen Gemahl.« Gerande erzitterte bis ins Mark. »Niemals«, rief Aubert, »sie ist meine Braut.« »Niemals«, gab Gerande wie ein klagendes Echo zurück. Pittonaccio lachte schrill auf. »Wollt ihr etwa meinen Tod?« rief der Alte. »In dieser Uhr, der letzten, die von meiner Hand noch läuft, ist mein Leben verschlossen, und dieser Mensch hat mir gesagt, sobald ich deine Tochter habe, soll dir die Uhr gehören. Er zieht sie nicht auf, er könnte sie zerstören und mich in den Abgrund stürzen. Ach, meine Tochter, du liebst mich nicht mehr.« »Mein Vater«, wisperte Gerande, die langsam wieder zu sich kam, »wenn du wüsstest, was ich gelitten habe, fern von dieser Quelle meines Daseins. Vielleicht hat keiner sich um die Uhr gekümmert, vielleicht hat man sie rosten lassen, ihre Federn verschlissen. Jetzt aber liegt sie in meiner Hand, und ich kann ihren kostbaren Lebensimpuls nähern, denn ich muss fortbestehen, ich, der große Uhrmacher von Genf. Schau, meine Tochter, wie sicher die Zeiger ihre Bahn ziehen. Sieh, jetzt schlägt bald 5 Uhr. Lausche genau und beobachte den Wahlspruch, der gleich sichtbar wird.« 5 Uhr schlug mit einem Dröhnen, das Gerandes Herz schmerzlich berührte, und in roten Lettern lasen sie: »Du sollst essen von den Früchten des Baumes der Erkenntnis.« Aubert und Gerande wechselten einen bestürzten Blick. Es waren nicht länger die frommen Sinnsprüche des katholischen Uhrmachers. Ein Hauch des Satans musste darüber gegangen sein. Doch Zacharius schenkte dem keine Beachtung und sprach weiter: »Hörst du, Gerande? Ich lebe, ich atme noch. Spürst du, wie das Blut in meinen Adern pulsiert? Nein, du würdest deinen Vater nicht töten, also gibst du dich diesem Manne zur Frau, damit ich unsterblich werde und am Ende selbst die Macht Gottes erlange.« Bei diesen gotteslästerlichen Worten schlug sich die alte Scholastike bekreuzigend auf die Brust, und Pittonaccio lachte voll wilder Freude. »Dann, Gerande, wirst du in seiner Obhut glücklich sein. Sieh dir diesen Mann an, er ist die Zeit. Dein Dasein wird sie dir haargenau einteilen. Gerande, ich habe dir das Leben geschenkt, gib nun deinem Vater das Leben.« »Gerande«, hauchte Aubert, »ich bin dein Verlobter.« »Er ist mein Vater«, flüsterte sie und brach beinahe bewusstlos zusammen. »Sie gehört dir«, sagte Meister Zacharius. »Pittonaccio, du wirst dein Wort halten.« »Hier der Schlüssel zur Uhr«, erwiderte der Unhold. Mit zitternden Fingern riss Meister Zacharius den langen Schlüssel an sich, der wie eine aufgerollte Schlange aussah, und lief zur Uhr. Er begann sie mit wahnhafter Hast aufzuziehen, so daß das Knirschen der Feder die Nerven zerriss. Unentwegt drehte und drehte er den Schlüssel, wie im Bann einer fremden Gewalt. Sein Tempo steigerte sich mit bizarren Verrenkungen, bis er vor Erschöpfung zusammenbrach. »Nun, für ein Jahrhundert habe ich sie aufgezogen«, schrie er. Aubert stürmte wie von Sinnen aus dem Saal. Nach langem Umherirren fand er einen Ausgang in das Freie und lief zum Eremiten von Notre-Dame du Sex zurück, dessen Hilfe er in seiner Verzweiflung beschwor. Dieser ließ sich überreden, mit ihm nochmals nach Andernach zu gehen. Gerande jedoch hatte in diesen Stunden der Qual keine Tränen mehr. Sie waren längst versiegt. Meister Zacharius verließ den Saal nicht. Jede Weile eilte er zur Uhr, um sich an ihrem regelmäßigen Schlag zu berauschen. Unterdessen läutete sie die Stunden weiter, und zu Scholastiques Schrecken erschien plötzlich folgende Zeile auf ihrem silbernen Zifferblatt: »Der Mensch soll Gott gleich werden.« Der Alte nahm daran nicht den geringsten Anstoß. Vielmehr las er diese gottlosen Sprüche in entrückter Verzückung und nährte darin seinen überheblichen Wahn, während Pittonaccio nicht von seiner Seite wich. Um Mitternacht sollte der Ehevertrag unterzeichnet werden. Gerande, fast völlig bewusstlos, hörte und sah nichts mehr. Nur Meister Zacharius' murmelnde Worte und Pittonaccios höhnisches Kichern brachen die Stille.
Gegen 11 Uhr ertönte der Schlag der Uhr. Meister Zacharius fuhr zusammen, las laut: Der Mensch muss der Sklave der Wissenschaft werden und dafür Familie und Verwandte opfern. »Ja«, rief er, »in dieser Welt zählt nur die Wissenschaft.« Die Zeiger glitten pfeifend über das Zifferblatt und das Pendel schlug in immer schnellerem Takt. Kein Wort sprach Meister Zacharius mehr. Er war zu Boden gesunken, keuchte mühsam, und aus seiner beklemmten Brust drangen nur noch abgebrochene Laute. Leben, Wissenschaft, Kapatis. Plötzlich traten 2 neue Zeugen in Erscheinung, der Eremit und Aubert. Meister Zacharius lag, als wäre er tot, auf dem Boden. Gerande betete neben ihm, als wandle sie schon in einer anderen Welt. Da erklang ein hartes, trockenes Geräusch, das dem Glockenschlag voranging. Meister Zacharius fuhr auf. »Mitternacht«, rief er. Der Eremit streckte die Hand zur alten Uhr aus, doch es schlug nicht 12. Ein grauenvolles Stöhnen entfuhr Meister Zacharius, so gewaltig, dass es bis in die Hölle gedrungen sein mochte. Und auf dem Zifferblatt stand in flammenden Buchstaben: »Wer sich Gott gleich machen will, soll in Ewigkeit verdammt sein.« Mit einem Donnerschlag zersprang das alte Uhrwerk, die Feder sprang heraus und huschte mit 1000 wilden Windungen quer durch die Halle. Der Alte riss die Arme nach ihr, vergeblich bemüht, sie zu fassen, und brüllte: »Meine Seele, meine Seele!« Das unbändige Metall schlug bald hierhin, bald dorthin aus, stets außer seiner Reichweite. Schließlich packte Pitonaccio die Feder, stieß einen grässlichen Fluch aus und versank mit ihr in der Erde. Meister Zacharius stürzte rücklings zu Boden. Er war tot. Der alte Uhrmacher fand sein Grab inmitten der Berggipfel von Andernatt. Dann kehrten Aubert und Gerande nach Genf zurück, und während des langen Lebens, das Gott ihnen gewährte, hielten sie es für ihre Pflicht, in Gebeten die Seele des an der Wissenschaft Gescheiterten zu erlösen.